Wir sind bei Mobilwetter. Wir haben jetzt hier jemanden da von A&B Reisemobile. Der erklärt uns jetzt einmal die Kajak Technoline 86. Wir haben sie ja selber und wir wollen ganz einfach mal 4 Jahre später schauen, was hat sich getan im Gegensatz zu unserer Kajak. Von der Firma A&B Reisemobile aus Kirchberg. Ja, die Kajak, unser Flaggschiff. Von außen immer zu erkennen an den neuen Seitsfenstern, die diebstahlsgeschützter sind und auch sehr schön aussehen einfach. Sind abgedunkelt, geben dem Fahrzeug eine elegante Optik. Besonderheit ansonsten sind ja der Doppelboden als auch das Alco-Fahrwerk mit Einzelradaufhängung, das einfach von der technischen Seite her. Und von der optischen Seite setzt sich der Wagen halt durch sowas ab, durch ein großes Fenster, ein Sunroof über dem Bett vorne, durch andere Türverschlüsse, die haben sich geändert zwischenzeitlich. Die Heckgarage ist größer geworden, ist es 1,20 Meter. In der Höhe 1,20 Meter? In der Höhe 1,20 Meter. Es passen jetzt also auch 28 Zoll Fahrräder rein. Das war früher immer das Problem, dass die mit 1,12 passt einfach kein vernünftiges Fahrrad rein. Jetzt können die Fahrräder rein. Verzurösen sind Serie. Es gibt als Option sogar noch ein Trägersystem. Das können wir später bei einem anderen Fahrzeug noch anschauen. Dann haben wir heute immer eine Durchlade vom Innenraum. Bei der 86er, bei der 90er, das ist die mit dem Queensbett, ist diese Durchlade nicht gegeben. Ist nicht gegeben, ja. Also die 25er Modelle werden alle Allwetterreifen haben. Ja. Das ist ganz neu, das gab es ja vorher nicht. Vorher gab es nur Sommerreifen. Dieses Fahrzeug ist noch mit einer Reifensorte ausgestattet, die es gar nicht mehr gibt. Der ist einfach so hingestellt worden, mal für die Messe. Ja, Continental. Genau. Was haben wir hier jetzt? Das Fahrzeug hat ein Outdoor-Paket serienmäßig. Das heißt, wir haben hier Stromsteckdosen als auch TV-Steckdosen, wenn ich denn eine Satzschüssel drauf habe. Ja. Wobei die meisten heute mit WLAN kommen. Somit sind diese beiden gar nicht mehr belegt, nur auf Wunsch. Wir haben eine Außensteckdose. Hier kann ich also meinen Gasgrill anschließen. Man sollte aber beachten, dass es 30 Millibar sind und keine 50 Millibar wie beim Weber zu Hause. Muss man eben aufpassen. Das ist Serie, ne? Das ist Serie. Super. Als auch und das dritte. Wir haben hier hinten noch eine Außendusche, warm-kalt. Da kommt einfach ein Schnorchel rein, zack, und dann kann ich hier außen mich abduschen oder mein Fahrrad oder mein Hund oder wen auch immer. Ich habe das noch außen. Ja, genau, das ist nach innen gewandert, einfach auch temperaturbedingt. Ja, okay. Da gehen wir mal rum. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir eine Durchlade, Doppelboden-Durchlade, Ladelänge 2,20 Meter rund. Da passen also schon mal schöne Satz Skier oder sowas, passt so locker rein. Genau. Ich kann da aber auch irgendwie meinen Stuhl, meinen Tisch, die andere Seite ist die Klappe größer, also von drüben den Tisch, von hier die Stühle ginge auch. Ging auch, ja. Ist beleuchtet und beheizt das Ganze, also kein Problem. Beleuchtet auch. Genau. Haben wir hier noch? Hier haben wir dann die Klappe, wo wir einfach reintun können, wo man auch mal sieht, wo der eigentliche Ducato aufhört. Da hört er eigentlich auf. Da hört er auf. Genau, das ist normalerweise der Tritt, den ich hinter der Tür habe. Ja, Und hier habe ich halt Abstellmöglichkeiten. Abstellmöglichkeiten, genau. Besonderheit ist oben das große Dachfenster. Das machen wir mal von drin. Das da ganz oben ist also nochmal so ein Highlight oben drauf. Hier kommen wir jetzt gar nicht ran. Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir noch WC-Klappen, die zweite Klappe für den Ladeboden, Zum Gas, Durchschneiden und genau, Gas. und Gas. Genau. Genau. Das Fahrzeug hat jetzt immer Voll-LED-Scheinwerfer. Auch schon ein tolles Licht auch. Das sind jetzt voll LED. Das sind Voll-LED. Ja. Das hier unten ist LED-Tagfahrlicht. Ja. Und hier unten habe ich, das sind herkömmliche, das sind Kurvenlicht, Nebelscheinwerfer. Also er hat auch Kurvenlicht. Sieht wunderbar aus. Ja. Ne? Wir haben hier eine große Windschutzscheibe. Die es beim Winterpaket sogar im Beheizt gibt. Beheizt. Wenn ich das Arctic-Paket mitbestelle, hat er eine beheizte Windschutzscheibe. Also liebe Freunde, ist so irre. ihr merkt es, beheizte Frontscheibe im Arctic-Paket. Ja, Jetzt haben wir hier die Aufbautür. das ist die neue Tür. Ja, Das ist die neue Komforttür. Man ist sieht das es von Seitz oder von auch. Frontseite? Das Fenster ist größer vor allen Dingen. Ja, Vernünftige Griffe und auch hier zum Öffnen. Die Griffe haben sich etwas geändert, wie man sieht. ja. Hat neu konstruierte Schlösser auch bekommen. Das heißt, die Tür geht auch einfacher jetzt auf. Auf und zu. Wenn ich Man sieht es auch hier, liebe Genau. Freunde, Metall. Wenn ich die jetzt zumache, die alten waren Kunststoff, wenn ich die jetzt zumache, so einfach ging noch nie eine Kajaktür zu. Ja, Früher sind wir gegengesprungen, jetzt ist er. ja. Das ist natürlich perfekt. Ja.
Hier haben wir einen Mülleimer, der neu der endlich mal neu. rechteckig ist Genau. und nicht mehr wie der alte, der war so schön rund, wo man die Beutel Ja, nicht so richtig genau. rausbekam. So, jetzt gehen wir mal rein. Gehen Jetzt wir haben rein. Hier Wir haben hier die legendäre Schuhklappe Schuhklappe, ja, für den im doppelten Boden. im doppelten Boden. Genau. Das zweite ist, wir haben hier noch eine Klappe, die wir auch noch. Ach, die klingt noch gut, da hat sich ein Tropfen Öl verklemmt. Vorne baut man in der Regel gerne den Wechselrichter ein, Ja, da in dem Bereich, ja, weil da stört er nicht. Und hier habe ich Ablageflächen, die vor allen Dingen tief sind, weil ich versuche den Schwerpunkt des Fahrzeugs immer möglichst tief zu halten und deshalb hier unten zum Beispiel die schweren Sachen mit rein habe tun. ich da unten, wenn ich den Wechselrichter da unten einbaue, genug Zug und Abluft? Ja, reicht. Ja, Reicht. Wir haben es bei mehreren Fahrzeugen schon so verbaut bei uns in der Werkstatt. Ja, Kein Thema. okay. So, wir sehen es hier, das Lichtdesign von der Karjacht. Wir gehen einmal ringsrum und jetzt wir fangen mal hier vorne an. Wir haben jetzt hier das Cockpit, Fiat Cockpit, das ist Das ist jetzt Ducato 2. Also 2? eigentlich noch Ducato 9, ja, aber dadurch, dass es diesen Modellwechsel gibt jetzt, der neue hat ein Ducato 2. Hier haben wir noch ein Fahrzeug, ein Vorserienfahrzeug, der hat noch Schaltgetriebe. Das Fahrzeug wird es nicht mehr mit Schaltgetriebe geben. jetzt gar nicht mal mit Immer das Schaltgetriebe. digitale Armaturenbrett hat immer dieses Radio drin, das zurzeit auch noch kostenlos ist. Das Gibt es gerade so ein kostet- Angebot, du kriegst dieses im Moment kostenlos. Aha. Ist das jetzt ein Messeangebot oder ist das jetzt Das ist erstmal ein zeitlich Messeangebot. Wir erstmal wissen noch Messe- nicht, wie lange. nicht zeitlich Also das mit befristet. dem Radio, das könnte noch bis Ende des Jahres so weitergehen. Ja, Aber es ist halt zurzeit nur eine Ausnahme. ja, Der Wagen hat immer eine Klimaautomatik, ja, keine Klimaanlage mehr, sondern die reine Automatik, wo ich nur noch Gradzahlen einstelle, den Rest macht er selber. ja. Wie gesagt, er hat immer eine 8-Gang-Automatik. Im Gegensatz zu vorher, wo wir die 9-Gang-Automatik hatten. ja. Hier hat schon ein Kunde netterweise mal umgebaut, wie das aussieht, wenn jemand mitfährt. Ja. Dann würde man dieses hier ransetzen, dieses gute Stück kurz entfernen, zack, zack, hier hin, fertig ist der Sitzplatz. Ja. Weil die Fahrzeuge müssen ja benutzt werden in Fahrtrichtung. In Fahrtrichtung. Ganz Korrekt, genau. So ist es, ja. Deshalb- Ja. Und dafür klappt man das weg. Ansonsten würde man das einfach runterklappen, hat hier eine wunderschöne Face-to-Face-Gruppe, genauso wie wir das hier drüben haben. Gut, kennst du von da. Kenn ich von. Ich hab Die L-Sitzgruppe. Die L-Sitzgruppe im Mobilwetter komplett bei allen Fahrzeugen aus dem Programm genommen. Finde ich aber traurig. Ich auch. Ich mochte die L-Sitzgruppe, weil Meine sie. Frau mag sie, weil wir haben ja, wie gesagt, die 89 mit Queensbett und Ja. ideal. Ja. Und hier ist es eben so, wenn ich jetzt mit L-Gruppe war ja so, dass zwei schön nebeneinander sitzen Ja. konnten. Ist leider nicht mehr Das ist gegeben. leider nicht mehr. Gut, ist halt nicht, was wir nicht haben, können wir auch nicht mehr bieten. Ich rüste das mal eben ganz kurz um zu zeigen, wie das mit dem Bett ist, weil wir haben ja hier oben ein Riesenbett. Ups. Na, der ist noch schön. Das ist immer schön, das sind immer Neuwagen. Da geht alles noch etwas sperrig. Nach 5 Jahren sieht das anders aus. Ja, Das kennst ja, du selber. Ja, das kennen wir. Ja, Ist ja auch im Stand produziert worden, das Fahrzeug. ja. Und wenn sich das bewegt. Dann sieht die Sache nach ein paar Ist Jahren das anders jetzt aus. Echtleder? Oder Nein, das ist Kunstleder. das Kunstleder. Das ist Kunstleder, wie es hier die meisten Hersteller heute anbieten. Wenn ich heute, ob das ein Volvo ist oder Mercedes, es gibt kein echtes Leder mehr. Ja. Das ist einfach der Trend. Wir haben hier dann die Einhandbedienung für den Sitz. Ja, Das heißt, ich klappe ihn nach vorne. man klappt die beiden Sitze nach vorn, genau. Und dann hat man hier das Hubbett drin. Genau. Halt. Der Wagen ist neu. Auch das ist eine Sache, wenn der Wagen etwas älter ist, dann kann man das so durchziehen. Hier sollte man die beiden noch runterklappen. Ich kann's noch Weil die ich kann's- Polster ich sind- kann's umlassen, Ja, ja, genau. Später kann man das immer. ja. Ja, Wenn er brandneu ist, tut er sich noch ein bisschen schwer. Aber so kann ich ihn einfach runterklappen. Ups, das. Wieder hochklappen. ein wunderschönes Hubbett und wir sehen es auch, wir können hier vorn sitzen, abends. Genau. 4 Das Personen ist können der sitzen. Vorteil, face to face. Ne? Ja, Was definitiv. haben wir für eine Maße, weißt du die aus dem Kopf? Das Bett ist 1,60 mal 2 Meter. 1,60 mal 2 Meter. Und natürlich mit Tolle Fenster. diesem tollen Fenster. Dieses Skyroof ist wirklich toll. Skyroof, ja. Ja. Ich zeige euch mal, wir können das Skyroof jetzt hochklappen. Hochklappen. Genau. Ich kann es hinten aufklappen, also hier am Kopfende aufklappen und habe dann schöne Belüftung. Ich habe ein Fliegengitter, ich habe Verdunklung, ganz klar. Ich habe nochmal eine Beleuchtung dort oben, um diesen Bereich hier vernünftig auszuleuchten. Eine Laserleuchte. Genau. Hier haben wir nochmal Ablagefächer. Da haben wir nochmal Ablagefächer.
die halt nur für den Zweck da sind, wenn hier jemand liegt. Genau. Es gibt hier natürlich auch extra nochmal ein Netz, falls dort Kinder schlafen, dass die nicht rausfallen. Genau, ja. Absturzschutz. Fahrzeug hat überall Gardinen, also fast überall, außer an der Küche, weil hier wäre Feuergefahr, klar. Aber ansonsten, Machst du das mal bitte wieder? ja gerne. Und Das wir war's. sehen es, wenn das Hubbett oben ist, haben wir hier nochmal indirekt beleuchtete Ablagefläche. Was ich jetzt nicht so toll finde, sind die Sonnenblenden. Weil wir haben auf der gesamten Ich hab ein Rollo. Breite das Rollo. Das Rollo haben wir beim i auch. Der I hat Rollos Ja. und die K-Yacht hat einzelne Klappen. Gut, dafür kann ich hier den hier zur Not auch ein bisschen runterfahren. Klar, Jetzt haben wir hier nochmal das sind ja Seitsfenster. das sind Salzfenster Ja. aus dem schönen Bad Kreuznach. Ja, und die sind jetzt speziell mit versenkten Schlössern. Das heißt, man kann von außen kommt man nicht mehr ran. Wenn ein Schloss hier sitzt, kann ich von außen mit dem Draht ran. Ja. Drück hinten meinen Knopf, schieb das Ding hoch, alles geht. Super. Hier habe ich es versenkt, komme also auch von außen nicht mehr ran. Muss das gute Stück hier schieben, was von außen erst recht nicht geht. Und dann öffne ich erst den Hebel. Das ist natürlich genial. Und sie sind natürlich auch stufenlos, die Fenster. Ja, Klar, ja. ohne irgendwelche Schrauben, Bügel oder sonst was, sondern einfach nur aufklappen, fertig. Wenn ich sie zumache, zack, arretiert und safe. Und da haben wir jetzt hier 4 Verriegelungen. Genau. Das sind die Sites S7, 7, glaube ich. ne? Ja, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich Ja, meine, das wären 7. müssen wir mal. Schauen wir mal nach. Das Genau. tun wir euch mit in der Videobeschreibung mal oder einblenden, was das für Fenster sind, weil das ist hochinteressant. Das haben wir an jedem Fenster. Jedes zu öffnende Aufbaufenster, dieses hier lässt sich ja nicht öffnen, Ja, weil hier die Gefahr ist, wenn es denn offen wäre, würde es mit der Tür kollidieren. ja, Deshalb ist das nicht so. ja, das ist stimmt. Es ist natürlich auch, die sind schön eingedunkelt. Ja. Ja, ich kann zwar schön rausgucken, aber von außen reingucken ist schon echt schwierig. Ist echt schwierig. So soll es ja auch sein, ich will meine Intimsphäre ja nicht aufgeben. Tisch, das ist ja auch noch ein Thema. Ich nehme das hier mal so ein bisschen weg. Ist zwar schön, dass wir Dekorationen haben, aber manchmal stört sie dann doch. Was mache ich mit dem Tisch? Einmal Ausklappen. Echtholz. Mal gucken, ob er überall frei ist. Ne, hier drüben ist er noch fest. Ups. So, ich kann den Tisch in alle Richtungen verstellen. Ja. Und ist auch schön, ist so schön groß. Ja, und wenn ich ihn nachher nicht mehr brauche, zack, hier hin, arretiere ihn so und kann jetzt schön durchgehen auch. Genau, genau. Höhenverstellung ist aber jetzt nicht. Ist nicht hier bei- gegeben, ist nicht. gegeben. Höhenverstellung ist bei Fahrzeugen mit diesem Bett nicht gegeben. Nicht gegeben. Wird auch wenig Sinn machen, weil da unten schläft keiner. Deshalb. Das nächste, was wir haben, ist, wir haben ein Ablagekonzept. Das beginnt einmal hier. Ich habe hier hinten also ein kleines Fach für Gewürze, Kleinkram. Meine Frau liebt es. Die tut da Sachen rein, da habe ich noch nie gesehen, dass man das irgendwie mitnehmen muss. Ja, das haben wir drin, ja. Ja, das nächste haben wir hier. Hier passt eine Nespresso-Maschine rein. Ja. Es liegt jetzt sogar mittlerweile der Gurt dabei, dass ich die auch hier drin festschneiden kann an Cool. dieser Stelle. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das ist eine schöne Idee. Hier sind normalerweise 2 Klappen drauf. Eine große Spüle. Ja, mit 2 Klappen, einmal hinten, einmal vorne. Dass Ja. ich die vordere würde ich jetzt dort justieren, hinten in der Ablage. Ja, Und kann die hintere noch extra lassen, so dass hier, wenn, dann reicht mir normalerweise dieser Platz. ja. Als nächstes haben wir hier ein Ausziehboot. Dort würden wir dieses wunderschöne Brett hin tun, wenn es uns dann beim Kochen mal stört. Als Arbeitsablage, wie Kann auch man immer. mal- Korrekt, ja. Genau, und hier habe ich halt das wunderschöne Kochfeld. 3 Flammen. Dreiflammig, im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen mittlerweile auf 2 Flammen umsteigen. Und sie sind deshalb nach unten hin offen. Ich kann größere Töpfe draufstellen. Ja. Weil auf anderen Das ist es das wie ist ein vorgeschrieben. Vorteil. Bei unseren ist es so, dass wir im Grunde genommen die Begrenzung haben. Du hast noch den Eingesetzten, ja. Und der Eingesetzte, da kann ich eben nur Töpfe, Ja. 2 passable und einen Dosentopf. Und hier kann ich also wirklich auch mal einen Breder draufstellen oder sonst was. Ist also alles gegeben. Ideal. Ja. Ideal. Das ist also der Küchenbereich. Jetzt schauen wir uns hier mal Schränke an. Jeweils 3 Scharniere pro Klappe, egal wie groß sie ist. Das ist also auch schon mal schön gemacht. Das ist Möbelbau einfach. Das ist jetzt ein neuer Möbelbau. Das finde ich natürlich, guckt es euch an. Und man hat auch hier entsprechend, ihr seht es, ich halte meinen Finger rein. Genau. Eine Und ich kann's auch rausnehmen. Kante und, ach, man kann es auch Die kann ich auch rausnehmen. Also wenn ich hier was Hohes reinsetzen kann, könnte ich es auch rausnehmen. Ja. So.
Hier oben habe ich ein großes Heki. Diese Lampen sind natürlich nicht drin. Normalerweise, das ist halt einfach das Heki, wo ich ja, Frischluft bekomme. Ja. Serienmäßig ist dann auch dieser Dachlüfter. Der ist Serie. Der ist rein und raus. Also ein 2-Wege-Lüfter, Ja. den ich hier übersteuern kann. Ganz normal. Der läuft auf 12 Volt, das heißt, ich kann ihn immer benutzen. Ja, Das ist jetzt von Dometic. Dometic, ne? Ja. Schön auch die Beleuchtung hier, die haben wir auch für die Stelle gehabt. Diese indirekte Beleuchtung. Dann haben wir hier Schubkästen. 2 Stück. Das sind also diese Riemen von der Nespresso. Besteckkasten. Besteckkasten. Hier ist das nächste Fach. Das ist die Außendusche nochmal. die Außendusche, Genau. Und hier unten ist ein Technikfach. So, das heißt, ich muss den Wagen nicht verlassen, um irgendwo die 230 Volt Schiene abzuwickeln Ja. und das Gas. Und das Gas. Die 12 Volt Schiene ist direkt hinter dir. Befindet sich einmal hier von vorne eine Klappe mit der Sicherung. Das ist der Sicherungskasten. Das heißt also, ich muss auch da nicht rausgehen. Und die Batterien befinden sich hier drunter. Hier drunter. Automatisch Platz immer für 2 Lithium-Batterien. Ja. Das heißt, die meisten, die wir ausrüsten, haben zweimal 150 Ampere. Mit 300 Ampere komme ich locker hin. Gerade im Hinblick darauf, wir haben einen Kompressorkühlschrank und der Kompressorkühlschrank läuft nur auf Strom. Da läuft man auf Strom. Der läuft nur auf Strom. Ist aber tiefer. Das heißt, ich habe hinten ja nicht mehr diese Der, Kühlungstechnik, sondern der Kompressorkühlschrank ist Serie in der Kajak. ist Serie in der Kajak. Also ihr habt es gehört, liebe Freunde. Würde ich nur empfehlen, kann ich nur empfehlen. Wir haben diesen Kompressorkühlschrank hier mit Getränkefach. Nein, das ist kein, das Ach, war mal ein nein. Getränkefach. Ach, das Das war ist ein mal- 3-Sterne-Gefrierfach. Minus 16 Grad, dauerhaft. 3 Sterne Gefrierfach. Ja, wer bietet das? Das bieten ja nicht viele. Die meisten. Nee. Getränkefach ist ja so diese letzte Geschichte, die wir hatten, Getränke oder genau, 0-Grad-Fach. Genau. Und wir sind hier jetzt bei einem 3-Sterne-Gefrierfach angekommen. Sehr schön auch dargestellt, sobald er anspringt, bist du hier Gefrierfach 3 Sterne. Hat eine Nachtstellung, das heißt, dann braucht er weniger Strom, läuft leiser Ja, ja. und hat auch schöne Ablagen. Und in helleres Licht. Ja, na gut, das ist im LED Gegensatz- heute. Wir haben heute überall Unser LEDs. Detford ist ja so dunkel. Stimmt. Dann haben wir hier oben drüber. Hier haben wir, das ist die neue 100 Xbox. Achso, ja. Hier ist also die komplette Regeleinheit für das komplette Fahrzeug. Hier sehen wir zurzeit, haben wir draußen 24, innen 24, außen 21 Grad. Ja. Ups, er will nicht, doch er will. So. Er sagt uns jetzt, dass irgendwie eine Batterie leer ist oder irgend sowas oder irgendein Fenster auf. Ja. Hier kommt also die Fehlermeldung, hier ist die Heizung. Kann ich sagen, will ich Ventilation oder will ich heizen? Ja. Wasserstände, Batterien. Batterien. Er hat zurzeit keine Aufbaubatterie, Ja. deshalb sagt er nur, er hat nur diese normale Außensteckdose. Ja. Was Wenn er eine eingestellt. Außenbatterie hätte oder 2 sogar, würde er es hier anzeigen. Ja. Es ist sogar ganz neu jetzt beim 25er Modell, dass er jetzt sogar anzeigt, wenn ich ein Solarmodul drauf habe. Das Was ist für, an Strom produziert kostet wird. 290 Euro. Das ist also eine 200 Watt Solarmodul Ja. als Option. Dann zeigt er sogar hier noch das Solarmodul an, mit welcher Ladeleistung es arbeitet und so weiter. Ja, ja. Also das ist die neueste Also Generation. wir haben jetzt kein, ihr seht es auch, liebe Freunde, wir haben jetzt kein Bedienpanel mehr jetzt über der Tür bei Mobilwetter, sondern jetzt hier. Hier. Und eben alles in einem. Wir haben Heizung, wir haben Alles in einem. alles in einem. Ist die Möglichkeit, dass ich das über Bluetooth-Handy Ja, koppeln kann? es gibt eine App, Gibt es eine App? eine X-Net. Einfach die App runterladen, frisch. App runterladen. App runterladen und dann habe ich alles, was ich brauche. Kann also auch alles von der App aus bedienen. Kann sogar, wenn ich jetzt dieses Paket zum Beispiel habe mit überheizten Windschutzscheibe, dann kann ich darüber auch den Abwassertank zum Beispiel schalten. Die Heizung des Abwassertanks. Kann ich über die App schalten. Das ist, kann ich nicht nachwissen. Ne? Nee, kann man nicht. Hier haben wir die Das ist serienmäßige TV, die ist Serie. Wir haben 230 Volt für die Playstation oder sonst irgendwas, sobald ich Landstrom habe. Und wir haben hier die 12 Volt Geschichte für Antenne. Hier haben wir auch nochmal, das ist Das ist noch nicht, da oben ist Licht. Licht. Auch der beleuchtete Spiegel. Sehr schön. Und der Spiegel fasziniert mich ja. Ich habe ihn nachgerüstet. Ja, ja. Hier im Bad, den Spiegel hier. Ja, Also traumhaft. ihr seht das auch. Wunderschönes Lichtdesign. Das ist natürlich made Italien. Italien. Das können nur Italiener. Tut mir können leid. nur Italiener. 2 Sachen können sie, Autos und Schuhe. Ja, Es ist so. alles in Es ist Schuhe, so. Ja, ja. Genau. Hier haben wir jetzt mal, der Wagen hat ein Solarmodul drauf. Das ist der MPPT-Regler, also der
die Laderegelung steuert. Ja. Ich kann bis zu 4 Panels draufsetzen. Ja. Ansonsten ist dieses Fach auch noch mit anderen Sachen belegt, wenn ich das denn möchte. Hier käme auch ein Gasbackofen rein, wenn ich ihn dann haben möchte. Gut. Ich finde ihn praktisch, Wir möchten ihn nicht mehr. kostet 450 € und ich habe immer frische Brötchen. Ja. Ich Und möchte gerade ihn in nicht Verbindung mit dem 0 Grad, mit dem Ja, mit dem Tiefkühlfach, mit dem herrlich. Ich hole da aus dem Tiefkühlfach Ja. meine gefrorenen Dinger rein, packe sie oben rein. mehr. Ideal. Der Morgen ist gerettet. Ideal. Und keiner muss aufs Fahrrad steigen oder sonst irgendwas. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Apothekerschrank Ja. mit meinem Lieblingsutensil. Das ist so typisch verspielte italienische Geschichte. Das heißt, ich hole hier einfach dieses Ding da rein, fertig. Das ist schon toll gemacht. Das ist ideal. Ja. Also da haben einfach Techniker irgendwie auch mal ihren Spieltrieb ausgelebt. Ich finde es Ja. klasse, so mit diesem Rausziehen ist schon super. Und vor allem sind das auch die Schienen, die hochwertigen Schienen, die jetzt überall verbaut sind. Die sind haben wir schon kugelgelagert. gesehen. Genau. Bei Karthago Und sind zwar die verbaut. Metallkugel gelagert Ja. und nicht Kunststoffkugel. Das habe ich Ja, auch schon gesehen. Metall, Kunststoffkugeln. mhm. Ja, Lichtdesign auch hier unten drunter. ja. Ihr seht es. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal weiter. Die Nasszelle lässt sich ja, komplett abkoppeln vom Fahrzeug. Das heißt, ich mache diese Tür, kann ich einfach zumachen. Mach mal zu, ja. Zack. Und schon habe ich den vorderen Bereich, wenn ich zum Beispiel Besuch habe, einfach abgedämmt. Den geht nicht an, was hier hinten passiert. Das ist einfach ein anderer Lebensraum. Genau. Was besonders ist, ist, diese Tür hat keinen normalen Verschluss mehr, sondern ist magnetisch. Oh, In dem Moment, wo ich da reingehe, verschließt sich die Tür. aha. Das heißt also, ich kann so ranmachen und zum Öffnen muss ich einfach drücken. Einfach drücken und Und dann. wenn du hier jetzt anfährst, siehst du, da ist nichts. Das heißt, es ist mal eng, ich muss mich hier durchhangeln, weil meine Frau noch im Bad ist und ich komme aus dem Bett. Dann ist hier nichts, was irgendwie irgendwelche Hemden Das ist zerreißt oder natürlich- sonst was. Das ist natürlich. Ja, hier haben wir jetzt die neue Dusche. Neue Dusche heißt, wir haben noch ein größeres Loch als früher. Es gab ja mal die Zeiten, da haben wir so eine Brause da oben, die hat Ja. man irgendwann abgeschafft, hat gesagt, wir haben Feuchtigkeit, die muss irgendwo raus, also machen wir ein Loch. Braucht noch, ja. Ja, mittlerweile ist das Loch noch mal größer geworden. Wir haben jetzt also 40 mal 40. Das ist schön groß. Ja. Wir haben eine super gemütliche Dusche, auch wirklich von der Haptik auch sehr schön. Sehr schön gemacht, Ja. ja. Wir haben hier indirekte Beleuchtung bis runter. Das finde ich natürlich sehr schön, wenn man das mal so anschaut. Ja. Wir haben 2 Abflüsse, falls er mal ein bisschen schief steht. Das ist ganz wichtig, ganz großer Vorteil, 2 Abflüsse vorn und hinten. Also wenn man schief steht, genauso ist Ja. es. Die hier lassen sich übrigens dimmen. Ich kann es also auch ein Draufdrücken. bisschen gemütlich machen, einfach, damit Das es ist dunkler. natürlich schön. Das ist auch cool. Ihr seht es, liebe Freunde, die die Kajak haben, die Beleuchtung in der Dusche kann man dimmen. Ja, Das ist auch neu. genau. Hier ist eine technische Luke für meinen Wasserhaushalt zum Reinigen vom Abwassertank und so Das ist weiter. ein großer Vorteil. Ihr seht es, hier kommt man ran an den Frischwassertank zum Handreinigen. Kann man auch mal hier speziell aussaugen und speziell auch reinigen. Und hat auch die Verschlüsse dran, hier zum Nachrüsten oder Umrüsten der Wasserstandselektronik und Genau. Anzeige. Ne? Hoe zet je dat mee? Dat is een opslag toch ook niet einfach. Ja, gehen wir mal weiter zum WC. Kommt's am besten. Ich komme mal hin. Und jetzt machst du mal die Tür zu. So, ups. Und da haben wir dann schon das WC. Die Tür von innen ist oben offen. Es gibt einen ganz einfachen Grund für. Wenn bei uns Kundenfahrzeuge ausgestattet werden mit einer Standklimaanlage, Ja, bauen wir sie in der Regel hier ein, weil wir wollen den Lüfter behalten. ja. Es ist aber das Problem, wie kommt die kalte Luft nach vorne? Ganz klar, wenn er hier sitzt, kann er da noch rausblasen. Ja, Und das ist einfach super bequem, weil wo brauche ich Kälte am meisten? Abends im Schlafbereich. Schlafbereich. Vorne habe ich die Tür auf, Ja. alles ist gut. So, und deshalb sitzt sie besser hier, weil von hier aus kann ich hinten den Ja. Bereich viel besser abkühlen, als wenn ich da vorne sitze, wo der Lüfter sitzt. Ist ein bisschen mehr Arbeitsaufwand, aber macht Ja. Sinn. Hier haben wir die klassische Aufteilung. WC, Waschbereich mit Ladekapazitäten für die täglichen Sachen, die man so braucht. Meistens ja von Frauen belegt. ja, das wird von Frauen. Ja, ne? Die haben da schon ihre eigene Ordnung, da sind wir raus. Hier nochmal eine kleine Ablage. Es ist eine Tredford mit Spülung, mit allem drum und dran, wie wir sie kennen. Es ist also, da hat sich nichts dran geändert, das Ganze kann ich hier drehen. Auch die Form hat sich ein bisschen geändert. Ja, habe hier auch jetzt das große Fenster drin, 40-40. Das gleiche, ja. Dort oben habe ich eine Steckdose für Föhn oder Rasierapparat oder was auch immer. Frage jetzt,
Was ist hinter Technik. dem- Technik. Also man Technik. kann hier komplett Kann zugreifen auf die Auf Technik. Kabellage, die nach hinten geht zum Das ist Beispiel. natürlich genial. Das ist schön gemacht. Weil heutzutage ist der Service ist ja das Hauptthema. Wie repariere ich ein Fahrzeug? Was kann ich in dem Fahrzeug verändern? Das ist natürlich Das, ist also genial, da, das Lichtkonzept ist auch schön. Ich habe also einmal so ein kleines Notlicht, nenne ich es mal, wenn ich für das kleine Ja. nachts mal kurz rein, damit nicht alle wach werden. Und ansonsten ist das natürlich eine tolle Beleuchtung. Sehr schön. Man kann auch schönes Ambiente im Bad haben. Sehr schön. So, wir gehen zum Schlafbereich. So, hier haben wir nochmal Haken und ein Handtuchhalter haben wir auch noch hier. Also wunderschön. Hier haben wir jetzt 2 Betten, Einzelbetten. Es gibt, wie gesagt, mit Einzelbetten als 86er, als 90er mit Queensbett. als 90er mit Queensbett. Genau. Wir haben hier auch eine etwas andere Wand bekommen. Die ist jetzt schräg, vorher war die gerade. Das ist die Tür. Ja. Hier zum Schließen kann ich also hier komplett zumachen. Also ihr seht das, liebe Freunde, komplett vom Schlafbereich getrennt. Ich habe auch das Gefühl, dass das größer ist. Ja, ist größer geworden. Das, Und es ist eben ja, ein Dreiraumwagen. So Ja, nennt man das, so ja, ja. nennt Mobilwetter das und ich kann es nachvollziehen. Es Ja. ist also der Nestbereich ist ein völlig eigenständiger Raum. ist größer geworden, Ja. ja. Wir haben hier hinten jetzt wieder das Licht, Ambientebeleuchtung, dezent, so ein Notlicht oder halt ganz hell. Was haben wir noch hier hinten? Wir haben auf der anderen Seite, hier unten sind die Anschlüsse für TV. Wenn ich also hinten ein TV haben möchte, habe ich hier eine Steckdose 230 Volt, Ja. 12 Volt, als auch TV-Signale. Frage jetzt von mir, die Schalter für ein Licht haben wir jetzt hier von hinterm Schrank. Genau, Jetzt liege ich im Bett, will das Licht ausmachen. dann habe ich ein Problem. Außer ich gehe da mit dem Fuß hin. Nein, es geht einfach darum, dass ich nachts, also früher saßen die mal weiter unten, da haben die Leute gegengetreten, was weiß ich was. Deshalb hat man sie einfach ein bisschen da oben geschützt Und das war untergebracht. das Problem bei uns, die Schalter waren vorn und hinten oben. Ja. Und ich habe das mit Fernbedienung geregelt am Bett. Ja, die meisten arbeiten heute nur noch mit diesen Nachtleuchten, Ja. die wir hier haben. Aber So. sehr schönes Ja. Lichtdesign. Wenn wir das mal sehen. Die Schränke beleuchtet hier. Wir haben jetzt hier einen kleinen, das finde ich natürlich gut. Hier hinten dann die großen. Hinten die großen, das finde ich auch. Wieder Zugang zur Technik Zugang auf beiden zur Technik, Seiten. liebe Freunde, ganz wichtig. Das heißt also, wir rechts haben- und links, ich komme rein, ich brauche keinen Möbel Genau. auseinanderzubauen. Ja, wir haben auch viele Kunden, die haben mittlerweile durch Schlafapnoe, was weiß ich, Ja. die haben irgendwelche Atemgeräte oder sonst irgendwas. Ich habe hier hinten 230 Volt Technik drin, wo ich auf jeden Fall dieses Gerät dann verkabeln kann. Kann hier unten drunter eine Steckdose setzen, sodass sein Atemgerät daran angeschlossen werden kann. Der Spiegel hier hinten dran, sehe ich gerade, macht natürlich das Ganze hier hinten wesentlich größer. Ne? Größer, ja, es wirkt einfach geräumiger das Ganze. Ja. Darum geht es ja auch. Es soll ja auch gemütlich sein und nicht so schlimmer als Enge. Ja. Das ist einfach. So, dann haben wir hier, hopp, ich mache das mal so rum. Hier haben wir Schubkästen. 2 Stück. 2 Stück unten. Genau, hier haben wir ein Seitenfach, das richtig groß ist nochmal. Ja, ja. Zu diesen das beiden, geht weit hinter, zu all ja? diesen Fächern kann ich aber auch, also zu diesen Fächern hier kann ich auch von oben ran. Hier haben wir ein normales Fach, darunter sitzt übrigens die Heizung. Ja. Falls man einer fragt, da unten, wenn ich mal an die Technik muss, gehe ich Ja. da unten einfach ran. Ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze auch von oben zu beladen. Mit Lassenrost. So, hier habe ich dann das andere Ende, ein Auszug, Garderobenauszug, wo ich meine Hemden, Kleider, sonst irgendwas hinhängen kann. Das ist natürlich ja. Ja, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf der Messe bin, habe ich hier einfach meine Hemden Und drin. ich kann bis hier hinter, ihr seht es, liebe Freunde, hier unten hinten Genau. durchladen, Schuhe. Und hier haben wir dann nochmal wieder das Ganze von oben. Ich kann das auch von oben da rein und hier rein. Und hier passt sehr viel rein. Wir haben da auch ganz viel drin. Gibt es den jetzt auch mit der Warmwasserheizung? Gibt's auch. Gibt's auch mit alter Heizung. Kostet rund 4.500 Euro. Ja. Also kein Problem. Wir haben jetzt gerade letztens eine ausgeliefert, eine K-Yacht. Hier habe ich nochmal den Zugang zur Garage, wenn ich das denn brauche. Nach hinten, ja. Nach hinten. ja. Und das zweite, was ich habe, ist natürlich dieses legendäre Brett, womit ich Was ich dann nach vorne schiebe nach und vorne schiebe, einfach zack, meine Matratzen kann das drauflege Bett und wesentlich vergrößern. vergrößern. Ist eine Leiter dabei, sodass ich hier auch hochkomme. ja. Super. Das, liebe Freunde, wenn wir das sehen, ich fasse mal hier ran, das ist Stoff, das haben die mal vor 3-4 Jahren auf den Ja. Markt gebracht, Es ist Mobilwetter. leise dadurch, es Das ist ruhiger. wesentlich Auch die leiser. Wände.
Auch die Wenn man Wände. das drückt, man merkt Genau. auch, dass es sogar noch mit Schaum hinterlegt Genau. ist. Lautsprecher hinten, Lautsprecher hinten, rechts und links. Hier haben genau. wir es. Und großes Heki. Und ein großes Heki. Ein Kurbelheki auch. Nicht irgendwie klappen, sondern zum Drehen. Zum Stufenlos. Drehen. Stufenlos. An Ich sehe den, gerade elektrisch. an den Lampen, nee, mechanisch. ach, mit. An den Lampen hinten habe ich noch USB-Anschlüsse auf jeder Seite, dass ich also mal mein Tablet oder sonst was anschließen kann. Das finde ich natürlich schön. Die Länge von den Betten ist jetzt gleich 2,5 Meter. 2,5 Meter. Das hier ist ein bisschen abgeschrägt, das hier ist komplett gerade. Ja. Also ihr seht 2,5 Meter, auch eine Seltenheit. Ja, für 2 Meter. Das Problem ist, früher waren die 1,95. Ja. Da hatten wir immer wieder Fragen, so kann man da nicht. Ja, ja. Ab 2 Meter macht Sinn. Ab 2 Meter macht Sinn. Wir haben jetzt hier den Messepreis. Ist das Messepreis, Klaus? Ja, ist Messepreis. Ist Wir Messepreis. haben hier, wie man sieht, hier 2 verschiedene Preisaktionen. Ja. Das ist also einmal das Radio, von dem ich sprach, das ist serienmäßig im Moment, also kostenlos. Solarpanel ist kostenlos und die Markise ist kostenlos. Okay. Und was wir haben, ist, wir haben ein neues Automatikgetriebe. Ja. Das ist über 1.000 Euro günstiger als das alte. Das alte war ein 9-Gang ZF. Das neue ist Original Fiat oder Fiat Partner und hat 8-Gang Automatik. Reicht völlig, weil man muss auch sagen, als die 9-Gang Automatik hat auf Tempomat nie in den 9. Gang geschaltet. Die blieb immer am 8. hängen, weil ich darf ja nur 100 fahren hiermit, das sind 4,4 Tonner. Genau. Und das 4,4 Tonner mit 100, 9-Gang ist einfach auch zu viel. Ist zu viel. Also ihr habt es jetzt gesehen, wir haben es wunderbar erklärt, die K-Yacht 86 hat uns erklärt der Klaus. Ich zeige es nochmal von Mobilwetter und zwar AMB Reisemobile. Ihr habt euren Sitz in, wo seid ihr? In Kirchberg im Hunsrück. Hunsrück liegt zwischen Rhein und Mosel. Viele kennen diese Region dort unten, wo sie alle hinfahren. Wir sitzen genau dazwischen. Genau. Einfach mal vorbeikommen, wir haben immer einen guten Kaffee für euch. Genau, super, super erklärt. Wir bedanken uns bei Klaus und wir wünschen eine schöne Zeit, eine schöne Messe. Ja, vielen Dank.